Das hier ist ein Eindruck über die Gesamtgröße der Danichi Koi Farm Europe, ja, wie sie heute beschaffen ist. Wir verfügen heute über 850 Kubikmeter Wasser, was gefiltert ist, vor allen Dingen über Japanmatte in großen Nassfiltern. Meine Regel ist hier, der Nassfilter sollte mindestens 10% des Teichvolumens betragen. In der neuen Koi-Halle, Teich 14, 15, reden wir sogar von gut 20% des Wasserinhalts vom Teich, was ich dann in einem Biofilter nutze. In der neuen Halle sind auch die Teiche mit großen Rieselfiltern ausgelegt, wovon ich auch sehr viel halte. Und die ganze Anlage ist natürlich zu beheizen über eine sehr große Gastherme. Wir können hier auch im Winter zur Jumbo Tossai Aufzucht Teiche bei 23, 24 Grad halten und entsprechend gut Jumbo Tossai produzieren. Von größter Bedeutung für die Aufzucht von Fischen ist die Kontinuität, die ihr da an den Tag legt. Wie gut könnt ihr die Wasserwerte halten? Wie viele Einbrüche erfahrt ihr durch Parasitendruck, durch Ausfall von einem Filter, durch fehlende Wasserwechsel, durch falsche Fütterung. Ich für meinen Teil halte die Fütterung über Futterautomaten für die einzig richtige Art und Weise der Fütterung. Einfach weil man hier, ja, die Maschine übernimmt das Füttern sehr viel genauer als der Mensch, und der Koi als auch der Biofilter wissen, es gibt alle 2 Stunden gibt es Futter, gibt es Nahrung für den Fisch, aber auch für den Filter. Und der Filter ist über den Tagesverlauf immer kontinuierlich mit einer gewissen Belastung ausgestattet, mit einer gewissen Nahrung ausgestattet, sodass der Bakterienfilm immer am Arbeiten ist. Ja? Wenn man das als berufstätiger Mensch betreibt, ohne Futterautomat, und man füttert vielleicht morgens, bevor man auf die Arbeit fährt, und dann erst wieder am Nachmittag, dann ist der Filter und die Fische, die sind lange nicht so kontinuierlich versorgt wie durch einen Futterautomat. Und wenn man dann noch dazu neigt, am Wochenende, wo man vielleicht zu Hause ist, auf der Terrasse ist, und dann steht der Futtereimer in der Nähe vom Teich und dann wirft man immer wieder was rein, das sind weder die Fische gewohnt, noch ist es der Filter gewohnt. Und der Filter wird sich sehr behäbig nur daran gewöhnen, dass da auf einmal das 3-fache, 4-fache an Nahrung ankommt, als er eigentlich von normalen Wochenverlauf gewohnt ist. Aus dem Grund ist die Fütterung mit dem Futterautomat einfach nur wichtig anzuraten. Und viele meiner Kunden sagen auch, Mensch, seitdem wir einen Futterautomat haben, okay, die Fische sind vielleicht nicht mehr so zutraulich und nicht mehr so auf den Mensch fixiert, aber das Wachstum hat deutlich zugenommen. Und die Entwicklung der Fische ist deutlich besser und auch deutlich kontinuierlicher. Das mal vorneweg geschickt. Die Aufzuchtsmethode, die wir hier verwenden, ist viel Wasser, große Filteranlage, viel Futter, vor allen Dingen das richtige Futter. Das Futter muss immer auf die Anlage, aufs Filtersystem passen. Ja, die Aussage, was ist das richtige Futter? Und das richtige Futter hängt bestimmt auch damit zusammen, welchen Filter habt ihr und was habt ihr mit euren Koi vor. Wenn wir jetzt von einem High-End-Koi sprechen und ihr eine Aufzucht nach dem Prinzip Japan, wenn euch das vorschwebt, möglichst große Fische zu bekommen, dann reden wir natürlich auch von Fischen, die einen kräftigen Körperbau haben sollten, die viel Futter brauchen. Dieses Futter muss verwertet werden. Und die Grenze fürs Futter ist natürlich auch irgendwo der Hungerreiz oder der Futterneid vom Koi-Bestand muss gewahrt bleiben. Also wenn ihr den Koi-Bestand einmal an die Grenze gebracht habt, dass er wirklich sein komplettes kompensatorisches Wachstum aufgeholt hat und jetzt nur noch natürliches Wachstum vor sich hat, dann bricht so ein bisschen der Futterneid zusammen und die Tiere fressen nur noch gut 1/3 von dem, was sie vorher gefressen haben.
habt ihr Fische, die was aufzuholen haben durch eine Hungerperiode, durch den Versand aus Japan, durch den Versand, ja, ich denke mal von mir hier aus Mecklenburg, ja, bis die Tiere versteigert sind, bis der Fisch bei euch eintrifft, ist der Fisch auch 10 Tage, vielleicht 14 Tage ohne Futter, wenn ihr schnell seid beim Abrufen eurer Tiere. Und dann hat der Jumbo Tossai doch auch schon wieder etwas aufzuholen, und dieses Aufholen, das nennt man kompensatorisches Wachstum. Wenn er das erreicht hat und er steht jetzt in der Größe, die ihm von der Genetik praktisch für den Zeitraum zugesprochen ist, dann wird es immer schwieriger, ihn zu füttern. Das heißt, ihr müsst so ein bisschen unterhalb der Maximalgrenze vom Futterangebot bleiben, damit der Futterneid und dieser Fressrausch im Schwarm zwar erhalten bleiben, aber ihr euch doch relativ an der obersten Grenze des Machbaren bewegt. Und damit einhergeht natürlich auch die Belastung vom Filter. In dem Moment, wo ihr zu viel füttert und ihr praktisch mit dem Futter, was ihr vorne in den Fisch reinschiebt, nur hinten im Prinzip einen unverdauten Kot rausschiebt, da seid ihr falsch aufgestellt. Da ist es dann zu viel des Guten und die Wasserbelastung geht hoch. Die Nutzung vom Futter, was ja auch Geld kostet, ist nicht ausreichend, und Keime werden heranwachsen und auch der Keimdruck auf den Fisch wird zunehmen. Damit muss das Immunsystem des Fisches mehr leisten, und dieses Mehrleisten, dieser Energieaufwand geht natürlich auch dem Wachstum verloren. Also in diesem Gleichgewicht müssen wir uns optimal bewegen, um den Fisch wirklich optimal aufziehen zu können. Mit diesem Gleichgewicht von Futteraufnahme und Verdauung und Belastung, Immunsystem, Keimdruck geht natürlich auch einher, welches Futter verfüttere ich. Und ihr, ja, wenn ihr ein bisschen bewandert seid in Internetforen, Facebook etc. pp., immer wenn das Thema auf Futter kommt, ja, rasten die Leute völlig aus. Man vertritt sehr, sehr teures japanisches Futter, man vertritt Futtermittel von verschiedenen Herstellern in Deutschland, man vertritt Meinungen, ja, die natürlich auch immer Teil einer Marketingstrategie sind. Ich meine, klar, nichts anderes mache ich hier auch irgendwo. Ich mache auch Marketing für meine Fische, für die Methode, in der ich es anwende, um Fische möglichst groß zu machen, um meiner Kundschaft ein möglichst ehrliches und gutes Produkt anzubieten. Und dabei macht natürlich jeder auch von uns aufmerksam auf die Werte, die er so vertritt. Und dazu gehört natürlich auch, ja, man muss ja erzählen, woher man kommt, was für ein Background man hat, um auch so ein bisschen zu schildern, aus welchem Grund der Käufer einem das zutrauen soll, was man da tut und was man da probiert in Werbung zu suggerieren. Und zu meiner Person, ich bin Chemielaborant, ich bin in der Abwassertechnik irgendwo während meiner Lehre sehr stark herangereift. Von daher habe ich bestimmt sehr viel Ahnung von Filtration, Nitrifikation, wie sich ein Filter biologisch aufbaut und was man da zu beachten hat. Und natürlich ist die Chemie, ja, oder das Verständnis für Chemie, für eine Formel oder für einen Ablauf in der Biologie mit der Chemie, ist mir natürlich dadurch nicht wirklich fremd. Ja, zum anderen hatte ich das Glück, dass ich vor 15 Jahren einer sehr guten Futtermühle über den Weg gelaufen bin, mit denen zusammen ich seitdem Futtermittel entwickle und weiterentwickle. Und dabei kann ich auch sagen, wir sind eigentlich unserem Weg sehr, sehr treu geblieben. Wir hatten ganz am Anfang einen Irrläufer, das war so ein bisschen verbreitet, eine Theorie oder eine Doktorarbeit von einem Professor aus den neuen Bundesländern, der da geschrieben hat, ja, Protein-Fett-Verhältnis 1:3, dann hat sich noch eine Tierärztin eingeklinkt und hat gesagt, nein, 1:2 ist sogar fast noch besser.
Und diese Richtung geht eigentlich mehr in die Richtung Ernährung karnivorer Fische, Räuber wie Forelle zum Beispiel. Ein Forellenfutter passte eigentlich eher in diese besagte Doktorarbeit hinein als ein wirkliches Karpfenfutter und schon gar nicht die Karpfenfutter aus Japan. Wir haben unser erstes Futter auch an diese Doktorarbeit angelehnt und mussten eigentlich sehr, sehr schnell mit der ersten Charge schon feststellen, dass wir da auf dem falschen Weg waren. Zu der Zeit habe ich ein Futter verfüttert, was aus Taipei stammte und auch ein sehr, sehr gutes Wachstum bei meinen Fischen generiert hat. Und mit meinem eigen hergestellten Futter oder mit dem Futter, was wir aufgrund dieser Doktorarbeit hergestellt haben, war das alles nicht mehr so, wie wir das gerne haben wollten. Und wir haben uns dann mit dem